Das hier ist Sonys neues 50mm f1.4 G Master. Und obwohl Sony erst vor 2 Jahren ein neues 50mm 1.2 G Master vorgestellt hat, ist das hier vielleicht doch das deutlich interessantere Objektiv. Alles, was du wissen musst, erfährst du in diesem Video. Mit dem neuen 50mm 1.4 G Master erweitert Sony ihr großes Objektivportfolio um ein weiteres Pro-Objektiv und schließt die Lücke zwischen den günstigeren Einsteigerobjektiven und der absoluten Spitzenklasse. Zwar gibt es seit 2016 ein 50mm 1.4 Sony Zeiss, allerdings sind hier ein paar Updates fällig. Das neue 50mm 1.4 GM kommt mit dem gewohnten neuen G Master Design. Mit gerade einmal 516 Gramm ist das Ganze 33% leichter als das alte Zeiss. Außerdem misst es nur 9,6 x 8 cm und ist somit nicht ganz so klobig wie der große Bruder. Dazugekommen sind hier die beiden Funktionsknöpfe, die für das Fotografieren im Quer- und im Hochformat platziert sind. Und die Funktion, den manuellen Blendenring zu sperren. Das konnten wir bei dem alten Zeiss noch nicht. Der Fokusring läuft hier deutlich leichter und weicher, als es beim Zeiss der Fall war, was das Fokussieren beim Filmen und aber natürlich auch beim Fotografieren deutlich erleichtert. Ich bin Luise, ich bin Fotografin aus Leipzig im Bereich Porträt und Commercial. Ich mache allerdings nicht nur das, sondern habe mittlerweile auch ein paar Online-Produkte, wie zum Beispiel Presets oder einen Online-Workshop. Die Bilder, die ich kreiere, die man von mir sieht, die entstehen vor allem durch die Lichtstärke von Festbrennweiten. Ich würde sagen, 70% meiner Bilder sind mit einem 50mm fotografiert. Und das mit einer Blende um 2.0, mal 2.8, mal 1.8. Sony hat in den letzten Jahren mit dem 24mm und dem 35mm bereits 2 andere Brennweiten mit der 1.4er Blende in die G Master Serie gehoben. Und mit dem neuen 50mm 1.4 wird die Trinity hier vervollständigt. Alle 3 Objektive sind sich von der Größe und dem Gewicht so ähnlich, dass sie perfekt zueinander passen. Besonders interessant ist das für Filmemacher, die beispielsweise ihr Gimbal nicht neu kalibrieren oder ihr Rig nicht bei jedem Objektivwechsel auseinanderbauen müssen. Seit 2016 ist gerade in Sachen Autofokus einiges passiert und an den neuesten Kameras kann das 50mm Zeiss einfach nicht mehr mithalten. Mit dem neuen G Master hat Sony die Geschwindigkeit und damit auch die Zuverlässigkeit des Autofokus fast verdoppelt. Verbaut sind hier nämlich die 2 XD Linearmotoren, die wir bereits aus den anderen neuen G Master Objektiven kennen. Die sind nicht nur ultra schnell, sondern dabei auch fast geräuschlos und vibrationsfrei. Der Autofokus lässt hier absolut keine Wünsche offen und dürfte insbesondere auch für Video eines der Hauptverkaufsargumente sein. Aber auch im Porträtbereich ist ein schneller und vor allen Dingen auch zuverlässiger Autofokus oft sehr wichtig. Ja, da ist natürlich ganz wichtig zu sagen, mit welcher Kamera ich jetzt fotografiere. Ich zum Beispiel habe die Sony A7R5 und die Sony A7 IV. Beides natürlich auch Kameras, die auch schon einen guten Autofokus besitzen. Aber mir bringt natürlich der beste Autofokus in der Kamera nichts, wenn mein Objektiv einfach einen sehr, sehr schlechten Autofokus hat. Dementsprechend kann ich auch immer nur betonen, spart nicht beim Objektiv. Ich persönlich nutze hauptsächlich den Autofokus. Ich fotografiere sehr, sehr viel in Bewegung. Ich sage meinen Models auch gerne, dreh dich mal von rechts nach links, weil ich ein sehr großer Fan von Bildern bin, die nicht so den gestellten Anschein machen, sondern wirklich so eine kleine Bewegung wie Haare haben, die so fliegen, oder manchmal gebe ich auch einem Model gerne eine Requisite, wie zum Beispiel ein Tuch, um dann wirklich nochmal so eine Bewegung und Dynamik zu erzeugen. Und das würde ich also wirklich nicht im manuellen Fokus machen. Es gibt bestimmt Leute, die das super toll können. Ich gehöre nicht dazu. Also ein Autofokus, ich merke das auch, gerade den Unterschied zwischen meinem alten 50mm 1.8. Also kann ich nur sagen, da gab es doch ab und zu mal so ein paar Fotos, wo der Fokus einfach nicht gestimmt hat. Jetzt bei den neuen Objektiven kann ich mich definitiv darauf verlassen, dass der Fokus sitzt. Ach ja, das Focus Breathing wurde im Vergleich zum alten Zeiss deutlich verbessert und auch im Vergleich zum 1.2 G Master sehen wir hier eine bessere Performance. Natürlich hat Sony aber auch die optische Qualität auf G Master Niveau gehoben. Zwar war schon das alte 1.4 Sony Zeiss echt scharf, aber trotzdem ist ein deutlicher Unterschied in der Abbildungsleistung, gerade bei der hohen Auflösung der A7R5 sichtbar. Sowohl hier in der Bildmitte als oben in den Randbereichen ist das neue 1.4 deutlich schärfer. Das 50mm 1.2 G Master ist bei 1.2 leicht weicher, abgeblendet auf 1.4 dann aber doch nochmal einen Ticken schärfer. Chromatische Aberrationen handelt das neue 1.4 GM auch recht gut. Das bisschen, was wir hier bei Blende 1.4 sehen, verschwindet beim Abblenden sehr schnell. Das Bokeh ist schön weich und durch die 11 Blendenlamellen auch echt schön rund.
Zwar sehen wir in den Randbereichen ein paar Katzenaugen, aber die sind wenigstens konstant und nicht so wie beim alten Zeiss sehr unterschiedlich und nicht so einheitlich. Aber für wen ist dieses Objektiv denn nun gedacht? Naja, die Brennweite von 50 mm gilt als besonders natürlich, weil sie dem menschlichen Sichtfeld am nächsten kommt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Brennweite 50 mm mein Favorit ist. Einfach weil es ja, wie du auch schon angemerkt hattest, dem menschlichen Auge sehr, sehr nahe kommt, was so Verzerrungen im Gesicht betrifft. Ich muss auch sagen, dass man damit extrem gut variieren kann. Also man kann sowohl ein schönes Porträt machen, als auch wenn man so ein paar Schritte nach hinten läuft, sogar ein Ganzkörperbild. Und gerade dadurch, dass ich auch früher, also ich würde wirklich sagen, ich habe 2 Jahre nur mit 50-1.8 fotografiert. Ich habe wirklich eigentlich gar nicht das Objektiv gewechselt, sondern habe lieber in Kauf genommen, wirklich viel zu laufen. Also mal nah an den Menschen ran, mal wirklich weiter weg, habe da so Perspektiven gesucht und dadurch auch wirklich ganz gut gelernt, mit dem 50 mm umzugehen und habe dann auch angefangen, zum Beispiel wirklich ein Stück weiter wegzugehen und dann ein bisschen rein zu croppen. Jetzt bleibt aber allerdings noch unsere steile These vom Anfang des Videos offen. Ist das neue 1.4 GM wirklich interessanter als das 1.2? Ich glaube, die Profis würden da sagen, 1.2 und 1.4 ist doch ein Unterschied, aber das sieht dann tatsächlich nur das absolut geschulte Auge. Genau, der große Vorteil einer großen Blende ist natürlich die Tiefenunschärfe und es kann Situationen geben, wo man an die größtmögliche Blende quasi nicht drumherum kommt, einfach weil man diese Tiefenunschärfe gern erreichen will. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass bei Porträts ich, wie gesagt, nicht die Blende größer mache als 1.8. Aber wenn es dann zum Beispiel zu Schrift kommt oder Kleinigkeiten im Still-Bereich, dann ist es natürlich super schön, wenn rundherum wirklich alles eine Unschärfe kriegt und nur der Bereich, der tatsächlich im Fokus stehen soll, scharf ist, ne, und dann quasi nochmal wie so ein Spotlight bekommt. Aber ich denke, viele benutzen das 50 mm tatsächlich für Porträts. Gerade bei dem neuen G-Master 1.4 ist die Blende absolut ideal und selbst 1.4 ist wahrscheinlich schon zu gut, sodass man da wieder auf den Schärfebereich aufpassen sollte. Ich glaube, ich hätte tatsächlich das 50 mm 1.4 genommen, aus mehreren Gründen. Also erstmal ist es nochmal ein bisschen leichter als das 1.2, ne? Es ist nochmal ein bisschen schmaler auch. Und das klingt zwar für manche, glaube ich, unwichtig, aber wie gesagt, gerade wenn man eine Kamera lange in der Hand hat, einen ganzen Tag fotografiert, dann macht am Ende jeder Gramm einen Unterschied. Dann ist es nochmal ein bisschen günstiger. Er macht natürlich dann doch auch einen Unterschied. Und wenn es um die Blende geht, ich persönlich mache eigentlich hauptsächlich Porträts. Und da benutze ich also eigentlich die Blende 1.2, die ich jetzt besitze, gar nicht. 1.4 würde vollkommen ausreichen. Also wenn ich das so abwäge, dann würde ich mich, glaube ich, jetzt für das 1.4 entscheiden. Aber damals, als ich das 50 mm 1.2 gekauft habe, gab es das jetzt natürlich noch nicht. Neben Porträtfotografen freuen sich Filmemacher auch über das neue 50er. Denn gerade für Video ist der Unterschied zwischen 1.2 und 1.4 weniger relevant als die Größe und vor allem das Gewicht. Gerade weil man beim Filmen den Shutter Speed niedrig halten will, ist die Blende oft die einzige Möglichkeit, sein Bild dunkler zu bekommen. Natürlich kann man noch einen ND-Filter nutzen und da punktet das neue 50er aber auch, denn alle 3 1.4er G-Master haben alle denselben Filterdurchmesser von 67 mm. Deswegen ist man hier schön flexibel. Auch in Sachen Preis fährt man mit dem neuen 1.4 besser als mit dem 1.2 und somit ist das neue 50 mm 1.4 G-Master vermutlich für sehr viele die bessere Wahl. Wenn dich das Thema natürliche Porträts mit künstlichem Licht interessiert, dann kannst du gerne hier die Aufzeichnung unseres Live-Workshops mit Luise ansehen. Das Video zum 50 mm 1.2 G-Master findest du hier. Wir hoffen, das kleine Hands-on hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.